Recycle sucht Marketingfachleute, zum Beispiel Mediengestalter, die das gut können oder andere, die im Bereich Marketing fit sind, Photoshop und Co. Es können auch andere Programme sein, aber die wissen, wie man was gestaltet. Hier ist Nico Ockenfels. Grüß dich Sven, hallo. Ja, das ist deine Webseite. Du bist ein ganz starker Versandhändler, hast 2 Ladengeschäfte, aber die Webseite, die muss stets gepflegt sein. All das, was hier drin ist, haben Marketingfachleute in die Webseite gebracht. Richtig, genau. Das ist alles von eigenen Mitarbeitern mit kreiert worden. Natürlich nutzen wir auch die Unterstützung durch Agenturen. Das wäre natürlich auch eine Schnittstelle, die der neue oder die neue Mitarbeiterin halt auch beherrschen sollte. Das heißt, die Kommunikation, der Austausch mit den Agenturen, die uns zusätzlich unterstützen, die einfach mehr fachliche Expertise haben. Und hier ist es aber einfach für uns wichtig, dass wir selber relativ schnell und wirklich agil sind in dem Bereich, was wir machen und nicht auf einen Dritten warten müssen, um gewisse Veränderungen vorzunehmen. Ja, wir sprechen über eine Marketing-Fachkraft, männlich, weiblich, divers, die in Riegelsberg arbeiten wird. Arbeitsort ist Riegelsberg? Richtig, korrekt. Arbeitsort ist Riegelsberg. In dem Fall mit unserer IT in der Verbindung, weil da natürlich auch die erste Schnittstelle halt auch ist, gerade zwischen der Programmierung und dem Kreativen muss natürlich auch der Austausch mit dem Arbeitskollegen dann halt auch entstehen. Und da wäre es so gestaltet, dass diese beiden dann wirklich sehr eng und zusammenarbeiten. Ja, wenn du mal 1, 2 Sachen zeigst, die zum Beispiel gestaltet wurden, das ist unter anderem auch mal Fahrräder fotografieren oder Zubehörteile, die mit reinbringen? Genau, also durchweg haben wir ja auch neues Material, was wir selber auf diversen Kanälen natürlich halt auch zeigen. Wir haben hier aber auch, sage ich mal, eigene Kreationen. Wir bedienen uns oftmals auch bei den Bildern von den Herstellern, aber jetzt gerade aktuell zum Beispiel unser Adventskalender, den wir gerade hier haben, das sind eigentlich alles Sachen, die mitgestaltet werden sollen. Damit das auch, sage ich mal, ein bisschen schick aussieht. Das ist einfach wichtig. Ist das ein Vollzeitjob? Es ist eine Halbtagsstelle. Es ist so gesehen eine Ergänzung zu der IT und kann natürlich auch von denjenigen, gerade jetzt bei Frauen beispielsweise, die Kind bekommen haben oder jetzt so langsam nochmal in den Beruf reinfinden wollen, ausgeführt werden. Das heißt, eine gern gewünschte Zeit ist 8:30 bis 12:30. Du lachst, du hast selber 2 Kinder. Thema Kita. Aber es gibt ja immer mehr Ganztagesstätten, muss man dazu sagen. Das ist nicht mehr so wild. Die Zeit spielt fast keine Rolle. Aber wie sind so die Kernzeiten? Es gibt so gesehen keine Kernzeit. Also das ist gerade bei dem Job natürlich was sehr Positives, ob derjenige jetzt oder diejenige um 8:30 beginnt oder um 10:30. Es sollte schon eine Halbtagsstelle sein. Das heißt also 4 bis 5 Stunden wäre das Tagespensum, was zu machen ist. Kann natürlich auch so umgestaltet werden, dass man sagt, man macht 2 oder 2,5 Tage die Woche. Das kommt immer ganz drauf an. Aber in diesem Fall wäre ich da durchaus sehr flexibel, wie man das gestalten kann. Weil so wissen wir dann halt auch, wann diejenige Person da ist. Ja, du bist Fahrradhändler, machst das Ganze seit 9 Jahren selbstständig. Der Versand, den gibt es schon sehr lange. Arbeitsort ist Riegelsberg. Ihr selber habt wie viele Mitarbeiter? Insgesamt mit St. Wendel zusammen sind wir über 20 Mitarbeiter. So, über 20 Mitarbeiter. Arbeitsort, haben wir ja gesagt, ist in Riegelsberg. Ist das eine sozialversicherungspflichtige Stelle? Ja, ist es. Das heißt, ich bin krankenversichert, rentenversichert mit allem drum und dran. Ich kriege ganz normale Urlaubstage, all das wäre dann abzusprechen. Mit welchen Programmen arbeitet ihr im Moment? Wir arbeiten zum einen natürlich mit einer eigenen Warenwirtschaft, das ist mal der eine Punkt. Dann aber natürlich gerade für diesen Job Photoshop etc. Adobe, das sind solche Programme, die durchaus halt auch ein Pflichtprogramm sind, um es natürlich grafisch halt auch zu gestalten. PC ist Mac? PC ist in dem Fall ein Mac, genau, für diese Arbeitsstelle, wäre aber auch veränderbar auf einem klassischen PC. Nur die meisten Anwendungen sind über einen Mac einfach besser zu realisieren. Geht auch besser, muss man sagen. Genau. Wir haben selber Macs nur im Einsatz, also für grafische Anwendungen. Mittlerweile haben die PCs aufgeholt. Das wäre also jetzt kein Thema. Wenn da jemand fit ist, muss einen Wunsch äußern. Ich glaube, die Arbeitsmittel sind das kleinste Problem, oder? Das ist kein Problem. Also da passe ich mich natürlich auch drauf an, gerade wenn man ein neues Produkt braucht, was die Arbeit erleichtert oder wenn man eine gute Idee hat. Das ist natürlich hier auch eine Stelle, wo man selber auch sehr kreativ sein kann, was auch wichtig ist, weil es natürlich schon ein Job ist, der die gewisse Kreativität erfordert. Ja, es ist eine unbefristete Stelle? Genau, es ist eine unbefristete Stelle, auch Vollzeit, das heißt also wirklich das gesamte Jahr. Wir sind ja ein Saisongeschäft, wir brauchen jetzt eine Halbtagsstelle in Vollzeit. So sieht's aus, genau. Das ganze Jahr, weil ja, genau.
Und demnach ist das halt auch wirklich wichtig. Super, ja. Ihr habt ganz viele Partner. Du selber hast das Gebäude hier jetzt in St. Wendel neu gebaut. Die Kraft wäre aber auch mit St. Wendel eng in Kontakt, muss man dazu sagen. Man ist nicht isoliert, sitzt in einem Kämmerlein, sondern man hat zu den Kollegen Kontakt und so weiter. Genau. Es ist natürlich schon so, dass gerade der Bereich IT und Marketing schon separat von dem Hauptgeschäft sind, weil gerade jetzt im Falle von IT, Programmierung ist einmal alles was. Die brauchen ihre Ruhe und gerade auch im kreativen Bereich das Ablenken von Telefon oder sonstigem sollte, sage ich mal, diese Arbeitsstelle dann halt auch nicht stören, weil unser Tagesgeschäft, sprich der aktive Verkauf, Logistik oder so, natürlich ein ganz anderes Geschäft ist wie IT oder Marketing. Prima, ja, Urlaub. Wir haben im Verkaufsbereich so ein bisschen Urlaubssperre, nicht ganz, aber es gibt etwas weniger Urlaub im Sommer als im Winter. Wie ist denn das bei der Marketingstelle? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau bin oder habe ein Kind als Mann und brauche den Urlaub, weil ich in den Sommerferien fahren will, ist das bei Marketing auch so ein bisschen restriktiver? Ja, also dort ist es im Prinzip ganz anders zu den Jobs, die wir sonst eigentlich anbieten. Genauso auch wie mit der Stundenverteilung, ob ich jetzt um 8:30 beginne oder ob ich jetzt um 11 Uhr beginne, ist eigentlich unabhängig. Frei einteilen. Man kann es frei einteilen. Also wir haben auch nicht das Problem, dass sich jetzt alle irgendwie mit den Sommerferien arrangieren müssen, weil diese Stelle, alles was man dann als Thema hat, kann man durchaus verschieben. Kommen vorne aber 10 Kunden rein, kann ich jetzt nicht von meinen 10 Mitarbeitern 8 freigeben. Das funktioniert natürlich nicht. Nur im Marketing ist es nicht so trivial, dass dort ein Kundenkontakt oder sonstiges besteht. Natürlich müssen Termine eingehalten werden. Klar, wenn wir irgendwas was umsetzen wollen, gerade diese Sachen wie Adventskalender, den kann ich natürlich nicht erst im Januar bringen, aber das ist alles gut planbar und dementsprechend sehr flexibel gehalten. Ja, letzte Frage, die ich noch habe. Zu wann suchst du denn jemand? Ab sofort. Ab sofort. Warum denn sofort? Ist da jemand weggelaufen? Nein, wir haben die Stelle jetzt ein bisschen länger nicht besetzt gehabt. Wir haben auch noch nicht den passenden gefunden, muss man sagen. Ich habe das selber gemacht, muss man sagen. Und jetzt wird es aber so viel, geht nicht mehr. Ein Kollege übernimmt einen gewissen Part dort, aber wir sind natürlich in einem Bereich, wo wir natürlich halt auch wachsen und wir müssen auch skalieren. Und hier ist es ganz einfach entscheidend, dass wir dort auch jemanden haben, der das mit unterstützt und auch mitträgt. Und das geht jetzt nur einfach nochmal mit einer separaten Stelle. Option ist natürlich halt auch, je nachdem, wie derjenige sich macht und entwickelt, vielleicht doch auf eine Vollzeitstelle auch zu gehen. So, ja, ganz genau. Nee, das war mir wichtig, einfach nur zu sagen, die Stelle wird quasi neu geschaffen. Ihr habt jetzt vieles selber gemacht. Das geht aber jetzt im Bereich rein. Es wird immer mehr, wir drehen ja immer mehr Videos, muss man dazu sagen, immer mehr Kunden kommen, macht sich schon bemerkbar. Kommen aber auch wirklich viele Kunden von außerhalb, die jetzt nicht stationäre Kunden sind. Es geht ja hier um den Versandhandel und den kann man ja wunderbar skalieren. Das heißt also, ist die Kraft da, geht das Marketing los, kann man auch das Geschäft mehr ankurbeln. Thema Funnel-Marketing, wenn das jemand hört. Das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist natürlich definitiv ein Thema und in dem Bereich ist es anders zu skalieren, wie wenn ich jetzt wirklich hier hinter der Theke stehe und 10 Kunden vor mir stehen, dann wollen die jetzt bedient werden. Wenn ich jetzt 10 E-Mails habe, dann kann ich die auch noch in 2 Stunden beantworten. Ist halt schon was ganz anderes, definitiv. Ja, Thema AdWords-Erfahrung, also wie funktioniert das Ganze? Kein Nachteil? Sollte man schon auch ein bisschen mit beherrschen, gerade in der Verbindung mit den Agenturen. Man sollte schon so ein paar Kennziffern halt auch kennen. Das schadet natürlich nicht. Wissen, wie man eine Kampagne einstellt, genau, wie die überwacht wird. Also wir reden hier über Facebook, Instagram etc., auch YouTube-Kanal. All solche Sachen sollten jetzt kein Fremdwort sein. Und das gehört natürlich auch mit zu dieser kreativen Stelle, um dort halt auch das Ganze ein bisschen mit zu pflegen. Super. Ja, männlich, weiblich, divers. Also wenn Sie rund ums Marketing fit sind, müssen jetzt kein Mediengestalter sein, aber auch keine Kauffrau, Kaufmann für Marketing. Das spielt keine Rolle, sondern es müssen jemand sein, der sagt, ich kann Marketing, ich weiß, wie das geht, Vertrieb, Marketing, ich weiß, was ich tun muss, ich kann auch Sachen ordentlich arrangieren in Photoshop. Oft werden ja auch Templates benutzt, muss man dazu sagen. Keine Hexerei, sondern ich füge ein Bild rein, muss gucken, dass es schick aussieht. Die Proportionen müssen stimmen. Im Mobile muss das Ding gut zu sehen sein. Also das könnt ihr. Dann könnt ihr euch bewerben. Ja, Riegelsberg, gut, wer Riegelsberg nicht kennt, der hat verpennt. In der Nähe von Saarbrücken, so ist es. Wenn jemand zurückkommt, heute habe ich mit einer Dame aus Berlin gesprochen, die kam zurück ins Saarland, wenn man das sieht, unweit von Saarbrücken, 15 Minuten. Ja, 10, 15 Minuten bist du in Riegelsberg. Ja, also Stelle ist dort. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Wenn Sie Lust haben und Ihr Job Ihnen zu anspruchslos ist, ja, oder Sie haben vielleicht gar keinen Job oder ich sag mal, Ihr Chef ist vielleicht nicht so toll und Sie müssen sich verbessern und wollen zu diesem hervorragenden, wunderbaren
Arbeitgeber, der übrigens vorher selber Arbeitnehmer war. Du hast nämlich den Laden übernommen in Riegelsberg von deinem ehemaligen Chef, muss man sagen. Ich glaube, der hat aufgehört und dann hast du ihn übernommen. Das heißt, du kennst beide Seiten und ihr arbeitet auch hart. Deine Frau arbeitet mit? Richtig, meine Frau arbeitet mit. Also ich kenne beide Seiten. Ich Hast selber Kinder? Ich habe selber Kinder. Ich weiß, wie beide Seiten sind und dementsprechend habe ich natürlich auch Verständnis für die Ansprüche eines Arbeitnehmers oder kann mich zumindest mal auch in die Lage reinversetzen. Du wirst den alten Arbeitgeber, das ist immer so ein wichtiges Thema, im Saarland kennt ja jeder jeden. Diskretion ist eine ganz große Nummer. Ich meine, das versteht sich von selbst. Gibt Datenschutz und so weiter, aber du könntest ja auf die Idee kommen, du siehst jetzt jemanden, du kennst sogar noch denjenigen, den Arbeitgeber, rufst ihn an und sagst, sag mal, was ist denn hier mit der Simone? Hat die sich nicht gut benommen? Das würdest du niemals tun. Nein, also hier ist 100%ige Diskretion angesagt und alle Daten verbleiben auch nur bei mir. So, Nico Ockenfels, alles ist eingeblendet. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn Sie Lust haben, hierher zu kommen, wie ist Samstagsarbeiten, muss man auch nicht. Man kann sich das ja frei einteilen. In dem Fall nein, montags bis freitags. Super. Ja, 20 Stunden ungefähr plus minus, also eine Halbtagsstelle im Moment. Aber wenn Sie sich gut anstellen, dann kann, wenn das Kind größer ist ja und die Kita ist ganztags, könnte das auch eine Vollzeitstelle werden. Ja, vielen Dank, Nico. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.